Willkommen zu Portal Stories Mal, einer Modifikation für Portal 2, welche man so runterladen kann, ohne das Spiel zu besitzen, glaube ich. Ja, sie ist seit dem 25.06. erhältlich und ich dachte mir, wieso nicht? Sie ist gratis, das heißt, ihr könnt sie euch auch runterladen und sie wird als ziemlich gut bewertet, aber auch ziemlich schwer, so wie ich das bisher mitgekriegt habe. Fangen wir mal an. Ah, oder? Ja doch, scheinbar muss man sich selbst, also scheinbar gibt es 5 Teile, man kann die dann so spielen. 1952 stand da gerade noch. Was heißt das wohl? Und immer bedenken, das ist immer noch eine Modifikation von einem Fan. Die haben zwar 4 Jahre, glaube ich, dran gearbeitet und es gibt auch echtes Voice Acting und alles, aber es ist nicht von Valve. Die Qualität könnte nicht ganz so gut sein, die Rätsel könnten vielleicht teilweise unlogisch sein und es steckt nicht so viel Quality Testing drin. Also, ja. Portal Stories mehr. Teil 1, 1952. Jacob Anders. Is this thing on? Yeah, okay. Greetings, astronaut, war hero, or Olympian. My name's Cave Johnson, and boy, do I have something to show you. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you, so take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life, even if you don't know who I am. In the beginning, I started a shower Ich muss curtain ganz company. kurz pausieren, gucken, ob es Audio, Texteinblendung, keine. Und Untertitel. Und Audiosprache Deutsch, sehr Deutsch. Na gut, das wusste ich nicht. Allerdings sollten die meisten von euch sowieso Englisch können, von daher sollte das kein Problem sein. Und zurück zum Spiel. Asbestos-laden shower curtains for the military, but I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing. Lots of doing. Which brought you here. You're riding into the little Michigan town of... wait. Where are we again? Okay, so... This town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it, but that doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be Aperture Science Innovators. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now, though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. Sehr schön. Ich muss auch eine Sache kurz ändern. Und zwar, weitere Grafikeinstellung, einmal kurz das Vertical Sync deaktivieren und Multicore Rendering aktivieren. Aktivieren, deaktivieren. Weil, ganz einfach, Spiele, wenn man V-Sync anhat, haben die einen kleinen Input-Lag. Und das ist bei Maus und Tastatur ziemlich suboptimal. Wer muss gerade noch an Half-Life 2 denken? Ne, Half-Life 1 war das, glaube ich, damals. Ich hab's nicht gespielt, verurteilt mich nicht. Alright, you're now arriving at Aperture Central Station. Wait. Chris, get over here. How do you spell station? Okay, think about that for a second. Okay. Does station have an extra O before the I? Alright, listen to me. Pack your things. Because you're fired! Get out of my office. Out. Get out. Out of my office. Oh, I can't re-record this. Also der Humor ist hier schon mal okay. Schwarzer Bildschirm. Aperture Science Innovators.
Und wir können raus. Erstmal kurz umgucken. Repulsion Gel. Tastes like science. Ach, das war das Sprunggel. Science Spheres. Now with... Ach, ich kann es nicht lesen. Superconductor Test. Cool. Warte, was stand da gerade? Superman, Super... Also steht da echt Super Tumors? Ach, keine Ahnung. Hier ist das gleiche nochmal. Schade. As I said before, Und there's a lot we're still working on. Just watch your step on the way out, and as a reminder, Aperture Science Innovators is not responsible for any injury you sustain, up to and including death by exposure to cosmic ray spallation. Don't worry, though. We haven't had an accident like that in 3 days. Sorry. Make that 3 minutes. Schön. Lebt er? Ich glaube, der schläft. Ich hoffe, er schläft. Ich rede mir jetzt einfach mal ein, der schläft. Wo geht's heraus? Hier geht's raus. Exceed. Das gleiche nochmal. Nochmal die ganzen Poster. Here at Aperture Science Innovators, we love to give back to the community. So, instead of just giving back, we made our own community. Entirely made out of Aperture Science malleable concrete, on top of the salt mines. And that's exactly why you shouldn't touch the walls or stomp your feet either. Last thing we need is to touch up a dent in the wall because someone was too hands-on. Schön. Kommt man hier rein? Ich weiß gar nicht. Muss man jetzt hier rein? Nein. Ein rotes Licht. Nö, hier geht's auch nicht weiter. Wahrscheinlich müssen wir den Haupteingang nehmen. I told you it was easy to find. You found it faster than any test subjects on record. That's not good. Anyway, just head through the door on the right to the elevator. You'll know where to go. Okay. Der Elevator. Ich habe irgendwas gedruckt. Okay. Ich bin beängstigt. Aperture Cola, Repulsion Soda. Ah, ein bisschen zu tief. Speedy, keine Ahnung. Ah, schön. Wir haben kein Geld. Aber ich finde das schön, dass man hier alles anklicken kann. Hier müssen wir runter. So, at first, I wanted to put in a long flight of stairs that spiraled down through the old salt mines down here. Give the test subjects a great view of the place. But no! The zoning boards on my bean counters said that's why they invented elevators. So, when someone in a wheelchair threatened to sue, my former boys chickened out of me and built this elevator to go to our temporary offices. I'm still working on those stairs, and those guys are working on getting new jobs. Seriously though, the stairs aren't ready, so get on that stupid elevator. Okay. Schwarzer Bildschirm. Ich finde die Anfänge von Portal immer total schön, wo dann erstmal ein bisschen die Firma gezeigt wird oder allgemein, wie bei Portal 2 Weekly, wie der sich erstmal präsentiert hat und man den erstmal kennenlernen konnte. Und hier lernt man gerade halt eben diesen Typen kennen. Anscheinend ist das der, ich sag mal, der GLaDOS. When the bean counters told me not to buy a salt mine to do all this science, the first thing they said was, "No, there's too much space. You can't suspend something over nothing and pray that a test can happen in thin air." Well, thanks to some use of the old calculator between the ears and a generous helping of the "you're fired" stamp, I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this. Okay, hier geht's runter. Oh. Introducing the Aperture Science Innovators Suspended Testing Sphere.
Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to and beat that other company into the ground. Black Mesa. Those guys. Anyway, the bean counters cried like babies when they saw the cost of these things, but they wet their pants when I threw them out the door. I pay the bills, I make the decisions around here, and I hire and fire as I please. Now, the first of these spheres won't be ready for a few more months, so you'll be participating in one of our smaller tests, the Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Vault. Was? 2500 Meter? Habe ich das richtig gelesen? Okay. Ich liebe es. Wenn es ein bisschen schneller gehen würde. Kann man hier raus? Schade. Bunny Hopping? Nein, auch. Doch! Warte, irgendwas gerade. Ah, schade. Na gut. When you get to the offices, I'll tell you a bit more. This test should be real easy for you, though. Just get inside one of the Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Vaults and lie in a bed. You'll feel yourself fall asleep quickly. Don't worry, though. Our science boys will get you out shortly. You'll only be out for a few minutes. An hour at most if something goes wrong. Don't worry. We've got everything under control. You'll be making science, but you won't have to do a thing. Who's the winner here? You are. Wunderschön. $5.500 Meter. Und ein Ladebildschirm. Ja doch. Ah. So, as I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Vault for a quick, deep sleep. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're fire blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Had 6 signs boys disappear because of him. Wasser. Okay. Aperture Science Innovators. Oh, ich bin ein bisschen erstaunt. Das sieht ziemlich gut aus dafür, dass es nur ein Fanprojekt ist. Das sind halt eben, ja, schon auch professionellere gewesen, aber trotzdem. Wo müssen wir hin? Aufzug oder Treppe? Aufzug. Oh, doch kein Aufzug. Oh cool, hier kommt, also im Portal 2 kam hier Gel raus und das ist dann immer auf solche Flächen gelandet, wo man dann mit der Portal Gun dann immer das Gel woanders hinschießen konnte. Ziemlich cool. Food Facts, Nummer 13. We have the raw effort if you... Ach, scheiß drauf. Treppe also. Ach nee, da ist ja auch noch. Vielleicht jetzt in den Testsubjekt Wartezone oder... Ah, komm. Erstmal gucken, was hier oben ist. Oh. Ganz viele Tasten. Kann man die hochheben? Ne, kann man nicht. Komme ich hier vorbei? Aber ich kann nichts hochheben, das finde ich so schade. Hier komme ich auch nicht rein. Schade.
Know your allergens. Pollen. Plastik? Es gibt eine Plastikallergie? Imagine. Auto. Und wieder runter. Kann man hier einfach runterspringen? Bitte, 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 bitte? Es geht, okay. Ich dachte gerade zuerst, beim Portal 2 konnte man ja so hoch, so tief fallen, wie man wollte. Wegen diesen Dingern an den Beinen, wegen diesen Schuhen. Und ich wusste ja nicht, ob es ja auch geht. Ich habe Angst. Ich nehme an, der schießt schon. Ah? Oh Gott. Ich habe Angst. Und hier durch. Oh. Oh, das sieht... Oh, nice. Sehr, sehr, sehr ästhetisch. Yes, sir, Mr. Johnson. Then you're good to go. Was? Step into the chamber and get into the bed. Our lab boys will take care of the rest. Das war gerade... Ich weiß nicht, das könnte ein Spoiler sein für viele, die Portal 2 noch nicht gespielt haben. Holt es nach. Jedenfalls, Carolyn war der Mensch, der später zu GLaDOS wurde, also so ich das verstanden habe. Ich glaube, ich kann es während der Cutscene sagen. Anscheinend wollte eine Person nicht, dass Carolyn verschwindet nach ihrem Tod und hat dann einfach ihren Verstand auf einen Chip gebannt. Und daraus ist dann GLaDOS entstanden, nachdem die Einrichtung komplett... Na, da arbeitet ja keiner wirklich mehr. Und einschlafen. Schön. Und Ladescreen, nehme ich an. Oh, doch nicht. Was sind das für rote Lichter? Sind das Warnlichter? Wachen wir gerade auf? Aperture. Schön, wie die Ladescreens ja auch animiert sind. Is this thing on? Hello? Hello? Can you hear me? Oh, right. I'm so sorry, astronaut, Olympian, or war hero. There was a slight problem with the test. Don't worry though, we got shot okay. Nothing's different, nothing's changed. Just head out of the chamber, I'll tell you a bit more out there. Okay. Ich würde sagen, wir gehen hier raus. Aber erst beim nächsten Mal. Übrigens, falls euch das Let's Play gefällt und ihr mehr sehen wollt, oder mehr gleichzeitig. Wow. Bug. Cool, ich drücke gar nichts. Jetzt geht's wieder.